In Salinen gibt's keine Krokodile. Das ist Michi und er träumt schon von fernen Landschaften. Und das ist Kira, immer wachsam, mit einem Augenzwinkern. Ja. Puh. Gestartet sind wir am 2. Juni in Emden an der Nordseeküste Ostfrieslands. Von dort folgten wir dem Meer durch die Niederlande, Belgien und weiter nach Frankreich, wo uns die Fähre nach Dover brachte. In Großbritannien ging es im Zickzack bis ganz in den Norden, auf die Shetlandinseln. Auf dem Rückweg nahmen wir Irland mit, bevor wir erneut nach Frankreich übersetzten. Dort führte uns unsere Route zunächst ins Landesinnere, vorbei an Paris, bis zum beeindruckenden Mont Saint-Michel. Und hier stehen wir nun. Wir folgen zunächst einem stillen Flussradweg durch die Bretagne und radeln durch Sumpfgebiete zurück an die Küste, wo uns im goldenen Herbst endlich wieder sommerliche Temperaturen erwarten. Vorbei an alten Salinen, durch Städte und bis zu einem ganz besonderen Highlight, die Dunes du Pilat. Anschließend tauchen wir ein in endlose Pinienwälder, bevor mit Saint-Jean-Pied-de-Port das Tor zum Jakobsweg und unser lang ersehntes Zwischenziel in Sicht kommt. Mont Saint-Michel, ein Felsen im Meer, der bei Flut zur Insel wird. Erbaut nach einer Vision des Erzengels Michael. Ein Ort, der bis heute wie aus einer anderen Zeit wirkt. Da ist Kira. Und wir sind gerade am Frühstücken. Ehrlich. Einfach nur traumhaft. Ein bisschen kalt, aber dafür Sonnenschein. Das ist ein perfekter Moment für ein Stück Heimat, eine ostfriesische Teezeremonie. Die Rose sitzt, der Klunche knackt, die Sahne zieht feine Wulche und wir genießen. Gestärkt vom Tee steigen wir wieder aufs Rad und rollen der Abtei entgegen. Wir freuen uns auf den Besuch, doch Jo, besichtigen können wir es nicht. Auf die Straße fahren dürfen wir auch nicht. Die Fußgänger interessiert es leider nicht, wo sie laufen. Warum wir es nicht besichtigen dürfen? Wir haben eine Gaskartusche dabei. Und anscheinend aufgrund von Terrorgefahr oder sonstiges darf die halt auch nicht mal draußen im Parkplatz außerhalb von Mont Saint-Michel sein. Naja, so ist das. Kann man nichts dran ändern. der Ärger ist schnell verflogen, denn wir genießen den Fahrradweg entlang der Küste. Das Rauschen des Meeres und die frische Brise begleiten uns bis zum Abend. Ein frischer Herbstmorgen empfängt uns, still und ein bisschen geheimnisvoll. Das ist ja richtiges Halloween-Feeling hier. Ja, es ist dezent neblig heute. Aber darüber ist wunderschöner blauer Himmel. Das heißt, wir werden einen richtig schönen Tag bekommen. Aber erst bewegen wir uns hier mal in Nebel langsam vorwärts. Hier zeigt sich der Himmel wieder klar. Die Straßen sind belebt. Man merkt sofort, der Herbst ist angekommen. Dick eingepackt genießen nicht nur wir die Stimmung. Am Hafen hängt noch ein leichter Nebel über dem Meer und umhüllt Saint-Malo wie ein sanfter Schleier. Das hat ja gerade wie in Norwegen so ein bisschen das Gefühl, weißt du noch? Unterwegs nach Dinant. Wunderschön hier. Meint ihr, dass die Parkplätze hier ein bisschen voll sind? Dass hier ein bisschen was los ist in der Stadt? Oh Gott. 19 sind noch frei. Und 7 und 2. Ein recht steiler Anstieg führt uns hinauf nach Dinant. Und oben angekommen erblicken wir die imposante Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert. Sie umschließt mit 2,7 Kilometern Länge eine der besterhaltenen mittelalterlichen Städte der Bretagne. Im Mittelalter war Dinant ein bedeutender Handelsplatz, besonders für Leinen und Hanf, die hier für die Schiffsindustrie gehandelt wurden. Heute zeugen die Fachwerkhäuser und engen Gassen noch vom Wohlstand dieser Zeit. Wir schlängeln uns durch den charmanten Ort hinab zum Fluss L'Orange.
Ab hier folgen wir dem Flussradweg, der uns in den nächsten Tagen durch die Bretagne begleiten wird. Vorbei an grünen Ufern, kleinen Dörfern und dem ruhigen Wasser des Flusses. Ist das nicht ein Traum? Herrlich. Sehr schön. Andere Landschaft. Sehr. Ui, guck mal da. Fahrrad. Wir genießen den goldenen Herbst in vollen Zügen und auch der mittlerweile täglich aufkommende Nebel, der die Landschaft vollständig umhüllt, begeistert uns. Was? Halloween. Ja. Wirklich immer Nebel. Da kommt irgendwas. Ein Haus. Ein Haus. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen so Horror-Halloween-Musik. Oh, sieht doch irgendwie ganz nett aus. Ach, das ist ein Wehr, oder? Eine alte Mühle wahrscheinlich, oder? Ja. Nach 2 Tagen verlassen wir den wunderschönen Flussradweg, doch der Nebel begleitet uns weiterhin. Hinein in den Parc Naturel Régional des Brérés, eines der größten Feuchtgebiete Frankreichs. Das ist jetzt kein Moor, das ist jetzt noch. Oh, nein, Fischweiher. Ja. Bis nach ganz da oben geht's. Wer zu faul ist, an der Ile de Fédroun den Aussichtsturm zu erklimmen, für den haben wir hier was Schönes installiert. Und so dreht sich dann da innen drin, besser oben drauf die Kamera. Aber ich würde sagen, wir gehen mal nach ganz oben und schauen uns das mal richtig an. So sieht das Ganze hier oben aus. Herrlich. Hinten sieht man auch schon, wupp, dort ist unsere kleine Brücke, über die wir dann rüberfahren werden. Also liegt da hinten St. Nazaire und hier die weiten Sümpfe. Pont St. Nazaire rüber. Und damit sind wir wieder am Meer. Bisschen eng, aber wird schon. Mit großer Vorfreude aufs Meer sind die gut 3 Kilometer über die Loire schnell überwunden. Am Meer entdecken wir die traditionellen Carrelets, Fischerhäuser, die hier seit dem 19. Jahrhundert für den Fang von Fischen genutzt werden. Während wir bereits durch verlassene Feriendörfer am Meer fahren, kommen bei uns verspätete Sommergefühle auf. Mit fast 20 Grad zur Mittagszeit haben wir höhere Temperaturen, als wir sie im Sommer hatten. Gerade wieder mal durch die Austerngebiete gewildert. Alles gut und kein Pizzaautomat. Wir sind nämlich auf der Suche nach einem Pizzaautomaten. Den muss man ja mindestens einmal in Frankreich probiert haben. Das sieht sehr interessant aus hier vor uns. Was ist das? Auch hierbei handelt es sich um zahlreiche Carrelets, diesmal im Hinterland. Ein Stück Küstenkultur, das zusammen mit den Salinen die Landschaft und das Leben der Region prägen. Und eines haben wir gelernt: Wettervorhersagen an der Küste sollte man lieber mit Vorsicht genießen. Ja, so viele Wolken. Ihr seht es selbst. Also es sieht eher so nach einem Wolken-Hochnebel-Mix aus. Da drüber ist vielleicht so eine Wolke. Na, da hinten sieht es ganz schön aus. Da am Horizont, da müssen wir hin. Doch zunächst geht es weiter durch die Salinen, die seit Jahrhunderten auf natürliche Weise Meersalz gewinnen. Außer es handelt sich um Eine alte Saline. Verlassen. Als wir das große Gebiet der Salinen wieder verlassen, entdecken wir tierische Gefährten, die ebenfalls auf Reise sind. Unser Weg führt uns an der Küste entlang bei wieder besser werdendem Wetter nach La Rochelle. Eine Stadt, die Geschichte atmet. Vom lebendigen Hafen über die Altstadt mit ihren Arkaden bis hin zu den imposanten Türmen, die einst den Zugang sicherten. Nur wenige Kilometer entfernt liegt der U-Boot-Bunker von La Palisse,
ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist er für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Doch seine gewaltige Architektur erzählt von seiner bewegten Vergangenheit. Nach der Stadt stoßen wir auf ein kleines Problem. Ja, unsere kleine Fähre fährt nicht mehr und deswegen müssen wir gleich über eine Brücke. Beziehungsweise hätten wir danach noch eine Schwebebrücke, Fähre, wie auch immer. Aber die kostet wahrscheinlich Geld. Das Risiko wollen wir nicht eingehen, weil wir haben nicht mehr so viel Bargeld dabei. Schwebebrücke, Schwebefähre und die große Brücke, über die wir gleich wahrscheinlich fahren. Aber da waren überall Schilder, dass wir da nicht lang dürfen. Das wäre doof. Doch manchmal werden aus Planänderungen kleine Highlights. Sonst ist mir doch die nehmen. Die Schwebefähre von Rochefort, auch Pont Transpondeur genannt, ist heute die letzte ihrer Art in Frankreich. Zu ihrem Bau im Jahr 1900 war sie eine Ingenieursleistung ihrer Zeit. Na, wo sind wir? Eine Schwebefähre. Wir fliegen. In nur 5 Minuten überqueren wir die 175 Meter breite Charente. Wir hatten Glück. Es ist das letzte Wochenende vor der Winterpause. Was für ein beeindruckendes Erlebnis. Ist deutlich angenehmer als die Brücke zu fahren. Und war auch ganz günstig. 2,50 pro Person. 2,10 sogar nur, glaube ich. Oh, nur 2,10? Und Fahrräder sind kostenfrei. Das ist klasse. In Salinen gibt es keine Krokodile. Aber Schwäne kann auch so fertig sein. Die gleichbleibende Landschaft führt bei uns zu mancher Blödelei. Gepaart mit den großen Problemen des Radreisealltags. So viele Salinen. Wir müssen mal Fleur de Sel kaufen, glaube ich. Mit Tierfalze. Nein, ohne bitte. Aber wir haben noch so viel super gutes britisches Jodsalz, dass wir, glaube ich, kein Fleur de Sel gebrauchen können. Leider. Weil das britische ist noch sehr, sehr reichhaltig vorhanden. Ich glaube, es sind bestimmt nur 200 Gramm. Ist das nicht traumhaft? Wuhu! Seit langem mal wieder eine Fährfahrt. Und relativ lang, sogar 30 Minuten, wenn es mich nicht täuscht. Richtig gut. Das ist traumhaft. Wunderschön. Und es geht einfach nur noch, nicht ganz. Wir fahren noch nach Bordeaux, aber sonst geht es nur noch in den Süden, Richtung Spanien. Es wird wärmer und wärmer und wärmer, bis es irgendwann wieder kälter wird. Das dauert nicht so lang. Die Bucht von Biskaya liegt quasi hinter uns. Und wir sind auf dem Jakobsweg unterwegs bereits. Es geht hier schön auf und ab durch bewachsene Dünen. Und die Hügel merkt man dann doch ganz schön. Heute haben wir so 110, 115 Kilometer vor uns. Und ja, werden wir schon schaffen. Wir hoffen immer noch auf unseren Pizzaautomaten. Auf einer vermutlich alten Bahntrasse unterwegs nach Bordeaux. Ewig lang geradeaus. Aber hey, kein Regen. Also alles supi. Naja, nicht ganz. Verbrannte Wälder hinterließen 2022 riesige Schneisen im einst so üppigen Pinienwald. Ein Mahnmal für die zunehmenden Waldbrände, die durch die Klimakrise verstärkt werden. In Europa beispielsweise ist das Risiko für solche Brände durch die Klimakrise etwa 40 Mal höher als in der vorindustriellen Zeit. Wenn man die verkohlten Baumstämme und kahlen Schneisen vor sich sieht, wird der Einfluss der Klimakrise auf unsere Umwelt unmittelbar greifbar. Jetzt Brand. Die ganze Fläche. Alles weg. Und dies ist nur ein kleiner Anteil des Gesamtproblems. Jetzt sind wir ja quasi schon in Bordeaux. Juhu. Hier müssen wir rechts. In Bordeaux schlemmen wir uns durch die Stadt. Von süßen Cannelé über zarte Gelette bis zu würzigen Käse. Sogar Schnecken bekommen wir von unseren Gastgebern zum Probieren, sowie eine herzliche Stadtführung. Auf dem Weg aus der Stadt werfen wir noch einen Blick auf eines der berühmten Weingüter.
Jetzt merkt man doch eindeutig, dass es anders wird. Wir haben wunderschöne Sanddünen. Man möchte gar nicht wissen, wie überlaufen das hier im Sommer ist. Ja, so ein bisschen Ostsee-Feeling. Aber einfach schön. Ein bisschen müsste der Nebel noch weggehen. Ja, dann hätten wir nämlich wunderschönen Sonnenschein. Bonjour. Ah, ja logisch. Da. Erwartet uns die größte Wanderdüne Europas. Über 110 Meter ragt der Sand in den Himmel. Kilometerweit erstreckt sich das goldene Band, das stetig ins Landesinnere wandert. Das ist schon cool. Unten breitet sich der Pinienwald, der Landes de Born, aus. Dahinter glitzert die Lagune von Arcachon. Der Blick aufs endlose Meer und die sanften Wellen der Atlantikküste macht deutlich, wie dynamisch und zugleich fragil diese Natur ist. Ein Ort, der atemberaubend, lebendig und unvergesslich bleibt. Ohne zu fallen. Ein kleiner Blick zurück auf die Dune du Pilat. Bestes Wetter auf jeden Fall. Mit einem traumhaften Sonnenuntergang, der perfekte Abschluss des Tages. Und am Morgen empfängt uns wieder der tägliche Nebel. Es herbstelt weiterhin. Mit dem Verlassen des Meeres nähert sich langsam die spanische Grenze. Obwohl noch 2 Fahrtage vor uns liegen, sind wir gedanklich schon zwischendurch bei dem nächsten Kapitel unserer Reise, auf das wir uns seit langem gefreut haben. Doch zuvor müssen wir uns der Herausforderung stellen, wieder von der flachen Küste in die bergige Region zu radeln. Wir sind zurück auf dem Eurovelo. 3. 3. Ja. Wie man sieht, das Wetter ist wieder ein bisschen schlechter geworden. Aber Ja. solange es nicht regnet, ist alles perfekt und es ist warm. Wir sind im T-Shirt und kurzer Hose. Wird kälter. Hört ihr das? Kraniche. Das ist wirklich schön, wenn man sowas mitbekommt. Die machen es genauso wie wir. Die ziehen gen Süden. Zu Recht, denn der Regen kommt mal wieder schneller als gedacht. Und dann ist es soweit. Unsere letzte Nacht vor dem offiziellen Beginn des Camino Frances, dem Jakobsweg, beginnt. Michi kommt von der Schlafplatzsuche wieder. Mal gucken, ob er was gefunden hat. Und, hast du was gefunden? Ganz oben ist eine Freifläche und irgendwas anderes. Ein Schuppen oder sowas. Da oben am Gruselig. Ende von der Weide noch ein Stückchen weiter. Ja, gruselig ist nicht. Ich weiß bloß nicht, ob da halt noch mehr ist. Hier ist halt bloß Stein. Das ist scheiße zum Aufbauen, ne? Ja, Aber es ist noch ein gutes Stück hoch. Also ich glaube, wir versuchen hier unser Glück, oder? Es geht weiter Richtung Jean-Port. Ja, dann sind wir ab heute am Beginn bei den meisten des Jakobsweges angekommen. Aber das sind noch so gute 55 Kilometer. Ein Katzensprung also. In einem kleinen Dorf sehen wir das baskische Ballspiel Pelota. Gespielt wird hier einfach draußen, an einer Mauer mit beeindruckender Schnelligkeit. Unser Weg führt uns ein letztes Mal vor Saint-Jean-Pied-de-Port durch die Hügellandschaft. Oh, so unglaublich steil. Da unten ist Kira. Und die Schafe sind so ein bisschen neugierig und gleichzeitig schreckhaft. Es sieht überhaupt nicht so steil aus. Es ist unglaublich steil. Es ist so unglaublich steil. Ja, das im niedrigsten Gang wohlgemerkt. Ja. Krass. Oh, Zum Glück ist nichts passiert. Jetzt hat sie aufgehört. Oh nein. Jetzt laufen sie alle zurück. Und dann ist es endlich soweit.
Wir passieren das Schild, das die Richtung nach Saint-Jean-Pied-de-Port weist. Durch das kleine Tor der Altstadt rollen wir an den ersten Rucksäcken von Pilgern vorbei, die sich auf den Camino vorbereiten. Am Pilgerbüro holen auch wir unseren Pilgerpass ab, der offizielle Beginn unseres Abenteuers auf dem Camino Frances und gleichzeitig das Ende unserer Route in Frankreich. Ein Moment voller Vorfreude, Respekt und der leisen Aufregung, die nur ein echter Neuanfang mit sich bringt. Frankreich hat uns einmal mehr gezeigt, wie vielfältig, kontrastreich und lebendig dieses Land ist und wie viel Freude im gemeinsamen Unterwegssein liegt. Hinter uns liegen unzählige Kilometer voller Geschichte. Stille Flusswege, goldene Herbsttage, neblige Küsten und atemberaubende Dünen. Vor uns liegt nun der Camino Frances, ein Weg, der für viele der Beginn einer inneren Reise ist. Für uns bedeutet er neue Begegnungen, andere Landschaften und ein Tempo, das uns die Zeit lässt, jeden Moment bewusst zu erleben. Ein Moment des Innehaltens und voller Sinnsuche auf unserer Reise. Doch wie sehr wird uns der Weg fordern? Körperlich und auch emotional? Wir sind gespannt, wohin uns dieser Abschnitt führen wird.